Durch mein Jurastudium liegt halt Politik irgendwie nah, weil ich da schon Vorerfahrung habe. Und deswegen erhoffe ich mir durch die Exkursion, dass ich einfach sehe, ob Politik tatsächlich was für mich ist, vielleicht auch in die EU-Richtung. Es gibt jeden Tag immer verschiedenste Informationen, Neuigkeiten, nicht nur EU-weit oder europaweit, sondern von der ganzen Welt. Ich bin am Schwanken zwischen der Pressearbeit und der Arbeit als Journalist. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich hier in Brüssel so eine kleine Tendenz erkennen kann, wohin es mich dann doch letzten Endes zieht. My name is Antonio León. Used to be a journalist before I came to the dark side of communication. 19 Studierende aus Hamburg und Iserlohn sind dabei. Die einen mit dem Ziel, politische Journalisten zu werden, die anderen, weil sie sich eher in der PR sehen. Hier bin ich im Presseraum und hier befinden sich die ganzen Presseleute aus 24 verschiedenen Ländern. Wer hier Journalist wird, hat eine Menge Kollegen. Insgesamt sind knapp 1200 Medienvertreter bei den europäischen Institutionen dauerhaft akkreditiert. Davon rund 270 von Printmedien wie Tageszeitungen. 400 sind für diverse Fernseh- und Radiosender hier. Dazu kommen Journalisten von rein Online-Medien, Nachrichtenagenturen und von beauftragten Produktionsfirmen. Das sind mehr als in Washington D.C. Bei der EU redet man vom größten Pressekorps der Welt. Vielleicht gehört Charwitt ja schon bald dazu. Sieht schon sehr interessant aus, schon allein mit den 24 Sprachen, dass wirklich in 24 Sprachen gesprochen wird. Und kann ich mir so jetzt nicht vorstellen, so direkt, aber wäre eine coole Sache, wenn man mal live vor Ort wäre. Live ist unser Stichwort. Neben den Presseräumen hat das Pressezentrum der Kommission auch eigene Fernsehstudios. Wir machen uns auf den Weg. So, schönen guten Morgen für die Fernsehstudio von der Europäischen Kommission. Mein Name ist Fred de Hond, ich bin der Head of the EBS Newsdesk. Fred de Hond ist Chef vom Newsdesk der Kommission. Er kümmert sich um die technische Infrastruktur, die all den Journalisten rund um die europäische Politik hier zur Verfügung gestellt wird. Die Fernsehstudios der Kommission können von Journalisten übrigens gratis benutzt werden. Das ist ein Angebot, das grundsätzlich allen Medienhäusern weltweit offen steht. Einzige Bedingung, sie müssen über EU-relevante Themen berichten. Auch für die russische Fernsehen arbeitet, amerikanische, afrikanische, chinesische, die machen keinen Unterschied. Das mit dem TV-Studio fand ich gerade super interessant, dass man das halt nutzen kann, umsonst, wenn man mit einem Parlamentarier hier ein Interview machen will. Und dass es auch Radiostudios gibt, die man einfach benutzen kann und nur sozusagen das Satellitensignal bezahlen muss. Also das fand ich richtig klasse. Ja, ich weiß nicht, es ist mir so ein bisschen zu ich bräuchte was Festes. Also man kommt hier ja irgendwie einmal in der Woche her und dreht dann was und das wäre es nicht für mich. Ich bräuchte schon meinen festen Arbeitsplatz, wo ich meine Tasse Kaffee hinstellen kann und sage, das ist meins. Und das ist es noch nicht so ganz hier. Euronews produziert hier übrigens das Format Raw Politics für das lineare TV und Online. Das wird hier gerade vorbereitet und wir sind live dabei. Ein Schnupperpraktikum im Mini-Format. Apropos, hier in Brüssel öffnen sich den Studierenden noch viele weitere Gelegenheiten, zum Beispiel die Chance, ein Praktikum zu ergattern. I mean, they can do an internship at the institutions, or they can do an internship at the media based in Brussels, or they can do an internship back home in Germany, but then report about EU matters. So you don't really have to be in Brussels or Strasbourg to do European journalism. You can do it anywhere you want. And sometimes coming here for just 4 days or 5 days, it changes their perspective about the EU, and that's really important. Sometimes not, sometimes yes. Möglichkeiten gibt es also genug und auch reichlich Kollegen, die hier bereits arbeiten und von denen Berufseinsteiger lernen können. Die Infrastruktur ist vorhanden und auch wenn politische Berichterstattung direkt aus Brüssel vielleicht nicht für jeden etwas ist, so sind die europäischen Themen doch auch in lokalen Redaktionen immer wieder Thema. Europa ist für Journalisten also immer aktuell. Aber wie genau sieht das dann aus? Was muss ein Journalist wissen? Ist das ganze Gefüge der Macht hier nicht unglaublich kompliziert? Wir werden sehen.